Wie kann ich in Lime Survey eine Umfrage aktivieren und durchführen? Zunächst mal gehe ich jetzt davon aus, dass Sie eine Umfrage erstellt haben und die auch schon getestet haben. Und zwar hier über die Umfragevorschau. Haben Sie sich angeguckt, wie sieht die Umfrage aus, haben das alles durchgeklickt und sind damit zufrieden und möchten jetzt die Umfrage starten. Dann gibt es jetzt prinzipiell erstmal zwei Möglichkeiten, das zu tun. Die eine Möglichkeit ist, hier bei Umfrageteilnehmer jetzt einzutragen, welche Gruppe an Teilnehmenden an Ihrer Umfrage teilnehmen darf. Es wäre also dann relevant, wenn Sie den Link nicht für alle öffnen wollen, sondern sagen, ich möchte bestimmten Leuten einen Zugangscode schicken und nur diese Leute sollen an der Umfrage teilnehmen dürfen. Dann würden Sie jetzt hier auf Umfrageteilnehmer klicken und eben diese Teilnahmeliste erstellen und dort dann für die einzelnen Befragten individuelle Zugangscodes erstellen. Die zweite Möglichkeit ist, dass Sie eine offene Umfrage machen. Das heißt, da wird einfach ein Link generiert und den Link kann dann jeder anklicken und an der Umfrage teilnehmen. Okay, ich zeige jetzt den zweiten Fall, dass man also eine offene Umfrage durchführen möchte. In dem Fall trägt man hier bei Umfrageteilnehmer eben gar nichts ein und klickt dann direkt hier auf diese Umfrage aktivieren. Jetzt wird man noch gefragt, wie die Einstellungen denn genau sein sollen bei der Durchführung. Das eine ist anonymisierte Antworten, habe ich hier auf Ja gestellt. Ich möchte also nicht, dass rückverfolgbar ist, welche Person wie geantwortet hat. Und zwar gilt das auch dann, wenn man einen geschlossenen Teilnehmerkreis mit Zugangscodes hat. Auch da ist es so, dass das nicht rückverfolgbar ist, wenn man hier auf anonymisierte Antworten Ja geklickt hat. Und die restlichen Sachen lasse ich auf Nein, um einfach einen möglichst hohen Datenschutz zu gewährleisten. Ich möchte also keine IP-Adressen speichern, keine Timings, keine Datumsstempel und so weiter. Dann gehe ich auf Speichern und Umfrage aktivieren. Und dann fragt mich Lime Survey jetzt nochmal, okay, sind Sie sicher, dass Sie einen offenen Teilnehmerkreis haben wollen, dass also keine Zugangsschlüssel vergeben werden und jeder an der Umfrage teilnehmen möchte? Und dann bekomme ich hier nochmal die Möglichkeit, auf diesen geschlossenen Modus umzuschalten, wenn ich also doch einen festen teilnehmenden Kreis definieren möchte. Oder ich sage, nein, danke, ich habe es verstanden, aber ich möchte tatsächlich einen Link generieren für eine offene Umfrage, wo dann jeder teilnehmen kann. Also sage ich nein, danke und zack, schon ist die Umfrage aktiviert. Was man dann daran sieht, dass hier oben jetzt steht, diese Umfrage stoppen, sobald man das möchte. Angenommen, Sie haben jetzt den Link verteilt, es haben genügend Leute die Umfrage beantwortet, dann können Sie tatsächlich irgendwann sagen, okay, ich habe jetzt genug Leute und diese Umfrage stoppen. Wenn Sie die Umfrage stoppen wollen, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, die Ihnen hier angeboten werden. Das eine ist, die Umfrage zeitlich zu beenden. Das andere ist, die Umfrage zu deaktivieren. Und hier oben steht auch extra, bitte sorgfältig lesen, damit man hier keinen Fehler macht. Und zwar ist es nämlich so, diese Umfrage zeitlich beenden, das bedeutet, ich beende die Umfrage, es kann also niemand mehr teilnehmen, aber ich lösche die Umfrage nicht, sondern die ganzen Daten sind dann in Lime Survey verfügbar und ich kann die dann auswerten und zum Beispiel an eine Statistiksoftware exportieren. Die andere Möglichkeit ist, die Umfrage zu deaktivieren. Das sollte man erst dann machen, wenn man alle Daten exportiert hat und dann die Umfrage zum Beispiel gar nicht mehr benötigt oder aber die Umfrage verändern möchte für eine andere Umfrage. Das heißt also, hier vorsichtig sein, immer erstmal auf Umfrage zeitlich beenden klicken. Dann kann jetzt also erstmal niemand an der Umfrage teilnehmen. Hier steht auch, die Umfrage ist erfolgreich abgelaufen, da ein Ablaufdatum in den Umfrageeinstellungen gesetzt wurde. Das können wir uns auch mal kurz angucken. Gleich in dem Moment, wo ich gerade eben gesagt habe, Umfrage zeitlich beenden, wurde in den Umfrageeinstellungen also ein Enddatum eingetragen. Und zwar findet man das hier bei den Umfrageeinstellungen, bei den generellen Einstellungen und Texten und dann hier bei dem Punkt Publizieren und Zugangskontrolle. Da wurde jetzt also gerade eben, als ich das geklickt habe, ein Enddatum eingetragen. Wenn ich also später die Umfrage doch nochmal öffnen möchte, kann ich dieses Enddatum hier auch wieder löschen. Dann wäre die Umfrage wieder geöffnet und es können wieder Menschen an der Umfrage teilnehmen. Gut, ich schließe das hier wieder. Und ich möchte jetzt gerne, wenn ich die Umfrage beendet habe, natürlich mir die Ergebnisse anzeigen lassen. Dafür geht man hier auf Antworten und kann dann hier Antworten und Statistik auswählen. Dort kann man sich dann anschauen, wie viele Menschen haben die Umfrage beantwortet und kann auch hier bei Statistiken sich schon mal ein bisschen genauer angucken, wie die Ergebnisse aussehen. Für die genauere Auswertung macht es dann Sinn, hier auf Export zu gehen und dann auszuwählen, Ergebnisse für externe Anwendungen exportieren,
zum Beispiel, wenn man das in die Statistiksoftware Stata exportieren möchte. Dazu habe ich nochmal ein extra Video erstellt. Hier wird auch nochmal extra angeboten, direkt als den Export zu SPSS vorzunehmen. Gut, in dem Moment, wo ich jetzt die Umfrage beendet habe und hier die Ergebnisse exportiert habe, da kann ich mir dann auch überlegen, ob ich dann die Umfrage am Ende dann auch deaktivieren möchte. Ich gehe hier nochmal zurück auf die Umfrage Übersicht und hier habe ich ja die Möglichkeit zu klicken, diese Umfrage stoppen. Das heißt, da komme ich dann wieder auf dieses Menüfeld, wo ich gerade eben war. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, ich habe alle Daten exportiert, ich bin zufrieden und möchte diese Daten jetzt in Lime Survey nicht mehr nutzen, dann können Sie auf Umfrage deaktivieren gehen. Dann werden alle Daten gelöscht, deswegen also vorsichtig damit sein. Und dann ist der Fragebogen aber wieder frei bearbeitbar. Das heißt, Sie können ihn jetzt wieder verändern, neue Fragen einfügen und so weiter und dann eine neue Umfrage starten. Viel Erfolg bei der Anwendung.